Die Ausstellung, die Liste der gottbegnadeten Künstler des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik, fokussiert sich auf die Zeit nach 1945. Als Ausgangspunkt für unsere Untersuchungen haben wir die sogenannte Gottbegnadetenliste genommen, die im Auftrag von Adolf Hitler und Joseph Goebbels im Sommer 1944 zusammengestellt wurde und knapp 400, wie es damals hieß, Kulturschaffende zusammenfasst, die aufgrund ihrer herausragenden künstlerischen Bedeutung für das Regime vom Militär und der Rüstungsindustrie befreit wurden. Diese Liste ist gewissermaßen, würde ich sagen, die komprimierteste und im wahrsten Sinne des Wortes amtliche Übersicht über renommierte Protagonisten des nationalsozialistischen Kunstbetriebs. Die insgesamt 114 Maler und Bildhauer, die auf dieser gottbegnadeten Liste verzeichnet sind auszugsweise in der Ausstellung durch sogenannte biografische Stationen oder Inseln repräsentiert. Es gibt in der Ausstellung, denke ich, zahlreiche Werke, die der Idee des kunstpolitischen Neuanfangs eigentlich widersprechen. Das beginnt hier schon im ersten Raum zum Thema Auftragskunst mit einem Mosaik, das der Künstler Hermann Caspar 1934 begonnen hat für den Kongresssaal des Deutschen Museums in München, der erste große Kunst am Bauauftrag im NS, und das aber erst 1955 nach kriegsbedingten Unterbrechungen vollendet wurde. Es setzt sich fort über Mahnmale beispielsweise von Willy Meller oder Richard Scheibe für die Gedenkhalle Oberhausen oder dem Wendler-Block hier in Berlin gestaltet und reicht letztlich bis in unser zweites Kapitel zum Thema Ausstellungen, wo wir unter anderem einen zwischen 44 und 46, also über die ominöse Stunde Null hinweg entstandenen monumentalen 26-teiligen Zyklus Dämonen der Stunde von Werner Peiner sehen können. Man kann sagen, dass sich eigentlich die meisten dieser Künstler nach 1945 der Formsprache der Moderne angepasst haben. Sprich, Arbeiten von Arno Breker oder Hermann Caspar oder Adolf Wamper, die um 1960 entstanden sind, wären eigentlich kaum als Werke dieser Künstler zu identifizieren, wenn man nur ihre Arbeiten aus dem Nationalsozialismus kennen würde. Es gibt auch Ausnahmen, Skulpturen von Richard Scheibe oder Gemälde von Werner Peiner lassen sich beispielsweise relativ schnell als Arbeiten dieser beiden identifizieren. Im Bereich der Kunstgeschichte wurde eigentlich, ähnlich wie in anderen gesellschaftlichen Bereichen, die eigene im Bereich der Kunst sehr wichtige Rolle im Nationalsozialismus nicht aktiv aufgearbeitet. Die Künstler, die hier in der Ausstellung behandelt werden, wurden zwar an Institutionen in Einrichtungen, die sich diesem kunstpolitischen Neuanfang explizit verschrieben haben, wie beispielsweise die Documenta, nicht gezeigt, konnten aber gleichzeitig an Akademien oder eben auch dank zum Teil hochdotierter öffentlicher Aufträge oder privater Aufträge ihre Karrieren in der Regel fortsetzen. Und ich denke, dass man unterm Strich feststellen kann, dass zwar seit der Jahrtausendwende langsam angefangen wurde, diese Frage der Kontinuitäten auch kunsthistorisch zu behandeln, dass aber auch nach dieser Ausstellung noch einiges zu tun sein wird.